Also ein interessantes Spiel erwartet uns. Technik, Power aus England trifft hier auf Kraft und Durchschlagkraft aus Deutschland. Und wir werden mal schauen, wie das Ganze hier sich so entwickelt. Auf Seiten der Engländer mit Sicherheit ein Blick auf die Nummer 7, Jim Thwaites, die 6, Zachary Bowman und mit Sicherheit auch auf Louis Jackson, das ist die Nummer 4. Und auf der anderen Seite bei Düsseldorf haben wir auf jeden Fall die Nummer 11, Karima Fo, der gut mit dabei ist. Und dann haben wir noch Dadu Mossi Sini, schon 4 Treffer. Das ist die Nummer 19. Sehr körperlich, stark und aktiv. Und wir werden sehen, wo das Ganze hier hingeht. Erste Minute ist gleich rum. Und wir sind mittendrin im nächsten Angriff von Manchester. Der junge Mann, der jetzt hier gerade am Ball ist ein relativ junger Spieler noch, der eigentlich ein gutes Spiel macht, dann hier fast durch den Fehler den Rückstand einnimmt. Englischer U15 Nationalspieler Rafi McCormack. He's a very young player. Yeah, correct. Also from 2008, selected for the under 15, I think, from England. So yeah, he's a really hot prospect. And you just played well so far. Just no little mistake. That's before, for example, a mistake that we made against Mainz. Yes. They finished it. Here he had a little bit of luck that they didn't score. But that's the luck between winning and losing sometimes. Yeah, it was first the same. So yeah, that's right. And we had the bad luck, and he has lucky now. Vorhin fast die gleiche Situation, da hat er recht. Im Spiel von Brügge, auch da der zusätzliche Feldspieler drin, bekommt den Ball, verliert ihn und Brügge kassiert da das Gegentor. So when you have a situation like this, so in your game, are you talking to the player after the match about it, or is it just okay? Now look forward. No, we look forward, but of course we have a feedback of the game, and now before the next game against Hannover, we will tell them that they know that they have to find a connection. So some player has to play in the interval to be available and to get that ball. And so there's always 2 players or more players involved in the kind of situation. For example, we lose the ball because our position was not okay and the connection was not there. And then we make mistakes, and they have to learn from it. Ich habe gerade gefragt, wie es ist, ob man dann, wenn so ein Fehler passiert, im Nachhinein noch einmal das Ganze analysiert mit dem Spieler. Es wird natürlich darüber gesprochen, aber grundsätzlich guckt man nach vorne. Sie haben eine grundsätzliche Analyse des Spiels. Das wird auch im Vorfeld sein zum nächsten Spiel, das wir auch drin haben. Ungefähr 17:21 Uhr heißt es dann, eine Brügge gegen Hannover 96. Absolutes Spitzenspiel hier. Bin ich sehr gespannt schon drauf, und da wird natürlich nochmal geguckt. Und er sagt, ja, es müssen Anspielstationen da sein, es muss die Connection da sein, einfach um so ein Spiel dann auch zu gewinnen. What do you think about Hannover 96? Good team. Also maximum of the points at this moment. Really good balanced team. Don't play always that offensive. Has a really good organization, and we know it will be also a difficult game. They play a bit different than you're going to play? It's quite similar. Really? It's quite similar. Right. Ich hätte vermutet, dass Hannover ein bisschen anders ist, aber sagt, nee, eigentlich sind wir relativ ähnlich, was das Spiel angeht. So will be a very interesting game. Yes, it will. It is. But if you see now, I think we played against Mainz and Manchester. Play now against Fortuna Düsseldorf. AZ just played. So now the strongest competitors play against each other, and where you saw a big difference in the first games, where teams were really dominant and scoring a lot of goals, you see that it's more difficult now, and it means also, of course, the opponent is much stronger, but and now, for example, Manchester United also, at the start of the tournament, they really played with 3 players high. They play dominant. Now you also see that they have some balance, that they don't step out so soon, and that they just wait for the right moment also.
Also auch die Entwicklung wurde jetzt gerade angesprochen von Nick Gerke gesagt, naja, du siehst halt schon den Unterschied jetzt zu den Spielen Profi im Vergleich zu Profi-Regional. Manchester zum Beispiel vorher mit 3 Spielern sehr aggressiv, sehr weit vorne gespielt, hohen Druck aufgebaut. Jetzt im Spiel eher auch ein bisschen zurückhaltend, warten mehr ab. Also die Qualität ist auf beiden Seiten natürlich auch entsprechend da. Und wir haben hier noch 7 Minuten und 38 auf der Uhr. Weiterhin steht es 0:0. Jetzt vielleicht mal die Möglichkeit, nein, aber Fortuna bleibt hier in Ballbesitz. Jetzt bei Cormac wieder, der junge Mann, über den wir gerade schon gesprochen haben. Technisch sehr stark. Boah, guter Blick. Ja, und dann fehlt da zum Schluss ein bisschen das Glück. At the end there's missing the little bit of luck you need. Of course, in this kind of situations or tournaments, you need the kind of luck. Of course, you saw the game of AZ also, where you see there's a lot of quality, and if you have an open game like against then you see there's a big against Union Berlin. If you have a really open game, it goes on and on. Yeah, then you see there's a difference in quality. But even here now you see that Manchester United is just waiting for playing in a low block, doesn't put high pressure, and just wait for the right moment where they played much different the first games. Also echt noch auf den Unterschied geblickt. Ja, Manchester eher mit einem tiefen Block, mit dem sie da stehen, warten auf die Kontermöglichkeiten. Und es sind ja noch 5 Minuten und 40 knapp. Bisher auch noch nicht so die 100%ige dabei gewesen. Auch hier der Wechsel. Fortuna bringt den zusätzlichen Spieler. Das ist Leon Kalischka. Auch nicht, wenn es vorne nicht klappt, dann mal aus der Distanz. Oh, jetzt vielleicht Kontermöglichkeit. Und dann aber gut abgefangen das Ganze von Albert Miles. Bleibt beim 0:0. Both are waiting for the chances. There's a very fast switch from defense to attacking. Yeah. How you prepare the guys for this special tournament? We don't actually. So we don't practice before. We just we came here on Wednesday. We have a training session here where we give some rules and where we try to have the shape and how they have to move, and with presentations, and then of course they have to deliver it. And of course we play small side games also on the training sessions, so they're quite used to it. Except here you have some boarding, where you don't have it in the training sessions. So that's the biggest difference. And I think you see in this kind of tournament, or in this tournament, that a lot of players don't use the boarding. What is extra is an extra option. Absolutely, we've seen it that Hannover use it a lot. I think they're using it the most of the teams. No, correct, and this is something that we say also. We always want to try to find the player, but sometimes you need the boarding to find or to play into the space. And for example, we scored in our first game a nice goal through the boarding, and this is something that you have to execute.
Wir haben uns ein bisschen unterhalten jetzt über die Vorbereitung, wo ich wissen wollte, jetzt aber vielleicht erstmal hier der erste Treffer. Oh, gut gemacht, stark reagiert von McCormack. Verhindert hier die Führung von Düsseldorf. Also ich wollte gerne wissen, wie sie sich vorbereitet haben. Er hat gesagt, na, eigentlich so gar nicht richtig. Wir haben zwar gespielt und im Training natürlich immer mal die normalen Trainingsspiele, aber nicht mit Bande. Foul. Und es gibt 2 Minuten Strafe gegen Kamara. Das heißt, Manchester jetzt in Überzahl. Aufgefüllt werden darf wieder, falls ein Tor vorher fällt. Aber bis dahin erstmal Fortuna mit einer Spieler weniger. Ja, also vorbereitet die Bande. Die konnten sie natürlich nicht zu Hause einsetzen, die haben sie da nicht. Und es ist aber eine gute Möglichkeit, da sagt er immer, manchmal ist es die Bande, die du brauchst, um hier den Mitspieler zu finden. Okay, let's see what Manchester will make of it. There's a Tor! Eiskalt ausgenutzt, Manchester United, das hat nicht lang gedauert. Es ist Victor Muser, der hier das 1:0 erzielt. Düsseldorf damit wieder vollständig und es geht rein in die letzten 2 Minuten. Okay, Victor Muser, der Torschütze. Keine Spielstation gefunden, deswegen mal von weiter weg versucht. When you're watching games like this, you're also just a bit do scouting the Yes, teams, of course. I think every team looks for players on this tournament. I think it's quite normal, and yeah, we just do the same. Are you looking already at the groups so to see which team we will maybe? No, not yet. So I think we are in with that group. So for me now it's a really good game to watch. But we try to focus on our own game. Of course, there are some details from teams, but we have to focus on our own quality, on our own game, and we are able enough to play good football, to have good performances. But we try to be able to perform better. Ja, also ich habe noch gleich ein bisschen Scouting Schnitt, was er macht, weil er natürlich aber noch nicht so ganz speziell Richtung die Gruppen, Richtung Blick auf die Gruppen kommen muss. Auf wen trefft ihr in den nächsten Runden? Es sind viele gute Teams dabei, aber als erstes ist jetzt mal Konzentration auf die eigene Stärke. So, 20 Sekunden bleiben der Fortuna noch, um hier noch Punkte mitzunehmen, aber jetzt heißt erstmal Ballbesitz für Manchester United. Letzten 10 Sekunden laufen, Zeit ist angehalten. Und Manchester. Schöner langer Pass. Bande eingesetzt. Und kommt die Fortuna nochmal zum Abschluss. Das war dann doch die Sekunde zu kurz. Manchester United gewinnt in einem durchaus auch taktischen Spiel gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:0.